Es war Mittagspause an der Middleton Secondary School. Lucy Gardner saß mit einigen anderen Schülern der 10. Klasse auf einer niedrigen Mauer. Sie holte ihr Handy heraus und öffnete schnell eine YouTube-Seite. Sie wollte Jack Powell sehen. Sie mochte Jack wirklich. Lucy folgte vielen YouTubern, aber er war ihr Lieblings-YouTuber. Er war wirklich lustig und sprach über interessante Themen. Plötzlich sprang einer der anderen Schüler, Tom, auf. »Hey, das ist mein Apfel, Chris. Gib ihn zurück.« Chris lachte und warf schnell den Apfel über Toms Kopf zu einem großen Mädchen, Alice. Sie nahm einen Bissen, gab den Apfel dann mit einem Lächeln an Tom zurück. »Da bist du.« »Oh, Igitt«, lachte Tom. »Ich esse den jetzt nicht.« Er warf den Apfel auf Chris, aber Chris bewegte sich und der Apfel traf Lucy am Arm. Alle lachten. »Ups«, sagte Tom. »Entschuldigung.« Lucy hob die Hand, aber sie nahm ihre Augen nicht von ihrem Handy. Tom und Chris und Alice und die anderen waren in Ordnung. Sie saß jeden Tag mit ihnen, aber sie waren nicht ihre echten Freunde. Ihre echten Freunde waren Jack und all die anderen YouTuber. Sie kannten sie nicht, aber sie kannte sie. Sie lachten nie über sie, sie waren Erwachsener. Es war einfach, mit ihnen zusammen zu sein. Sie konnte einfach zuhören. »Oh nein«, sagte Alice plötzlich. »Ich habe vergessen, dass wir heute Nachmittag Mr. Fry haben. Wir müssen einen Job für das Praktikum auswählen. Ich habe vergessen, darüber nachzudenken.« »Ich habe auch vergessen«, sagte Tom. »Eine Woche frei von der Schule.« »Wo will ich hin? Ich möchte mein Praktikum in einem Computerladen machen«, sagte Chris. »Eine Woche in einem Computerladen. Ich werde die beste Zeit haben.« Tom lächelte. »Ja, das möchte ich auch machen.« »Oh nein«, sagte Chris schnell. »Du kannst nicht meine Idee nehmen.« Alice drehte sich zu Lucy. »Welchen Job wirst du wählen?« Lucy schob ihr langes braunes Haar zurück und nahm ihre Kopfhörer aus den Ohren. »Entschuldigung, was? Wo möchtest du für das Praktikum hin?« »YouTube in Kalifornien«, sagte Tom, und alle lachten. »Ich mag Bücher«, sagte Lucy. »Also vielleicht eine Buchhandlung, vielleicht Bigalow's im Einkaufszentrum.« Tom sprang auf. »Oh ja, das ist eine gute Idee. Meine ältere Schwester hat mir von einem Jungen in ihrer Klasse erzählt. Er ging für sein Praktikum in eine Buchhandlung und saß den ganzen Tag in einem Hinterzimmer. Er musste nur ein paar kleine Sachen erledigen, ein paar Kisten bewegen, ein paar Bücher ins Regal stellen. Dann spielte er die ganze Woche Spiele auf seinem Handy. Lucy wollte in einer Buchhandlung arbeiten, weil sie Bücher mochte. Sie wollte Schriftstellerin werden. Sie steckte ihre Kopfhörer wieder ein und hörte Jack zu. 2 Wochen später stand Mr. Fry vor seiner 10. Klasse. »Ruhe bitte, alle. Vor 2 Wochen habe ich euch gebeten, Jobs für das Praktikum auszuwählen. Die Schule hat jetzt Jobs für euch gefunden.« Er nahm einige Papiere von seinem Schreibtisch und begann sie auszuteilen. Diese Notizen enthalten die Namen, Adressen und Telefonnummern der jeweiligen Arbeitsstelle. Er gab Lucy ihre Notiz und sah dann Tom und Alice an. 3 Leute haben sich entschieden, in einer Buchhandlung zu arbeiten. Aber Bigalow's im Einkaufszentrum nimmt nur 2 Studenten. Also, Tom und Alice, ihr werdet dorthin gehen. Er drehte sich wieder zu Lucy.
Wir haben einen Platz für dich gefunden, Lucy, bei Middleton Books in der High Street. Alle in der Klasse fingen an zu lachen. »Ruhe bitte«, sagte Mr. Fry. Chris drehte sich zu Tom. »Wer geht denn in die Geschäfte in der High Street?« Alice antwortete, »Niemand geht in die Geschäfte in der High Street.« Die Jungen lachten. »Alle diese Geschäfte sind alt, klein und dunkel. Ich gehe nie dahin. Das Einkaufszentrum ist besser.« Tom sagte, »Ich war vor Jahren mit meiner Mutter in dieser Buchhandlung in der High Street. Da war eine wirklich alte Frau. Sie war seltsam.« »Ruhe jetzt«, rief Mr. Fry. Lucy sah auf die Notiz in ihren Händen. Alice hatte recht. Niemand ging jetzt in die Geschäfte in der High Street. Vor Jahren war es das Zentrum der Stadt gewesen, aber jetzt war es leer, tot. Warum konnten Tom oder Alice nicht bei Middleton Books arbeiten? Warum musste sie dahin gehen? Lucy stand vor Middleton Books, einem hohen, schmalen Laden in einer langen Reihe hoher, schmaler Läden in der High Street. Der Tag war kalt und es waren schwarze Wolken am Himmel. Sie blickte durch das schmutzige Fenster, aber sie konnte nicht viel sehen. Drinnen war kein Licht an. Sie sah auf die Uhr auf ihrem Handy. Es war 5 Minuten vor 9. Plötzlich öffnete sich die Ladentür und eine alte Frau steckte ihren Kopf hinaus, um nach oben zum Himmel zu schauen. »Wolken und Regen«, murrte sie. »Wolken und Regen.« Lucy nahm ihre Kopfhörer aus ihren Ohren und lächelte die Frau an. »Sind Sie Miss Room?« Aber die Frau ging wieder hinein. Lucy stand einen Moment lang da und folgte dann langsam in den dunklen Laden. Sie konnte den Raum nicht sehr gut sehen, aber dann ging plötzlich ein Licht an. Vom Boden bis zur Decke waren die Holzregale im kleinen alten Laden voller Bücher. Aber es gab auch Bücher auf kleinen Tischen und Bücher auf Stühlen. Es gab Bücher in Kisten und auf der schmalen Treppe. Lucy hielt sich die Hand vor die Nase. Es gab auch einen seltsamen Geruch. Der Laden war nicht sauber. Dicke Staubschichten lagen über allem. Lucy konnte die alte Frau nicht sehen, also machte sie ein Geräusch. Die alte Frau blickte aus einem Schrank unter der Treppe. »Was? Sind Sie Miss Rumble? Warum? Wer sind Sie?« Ich bin Lucy Gardner. Ich komme von der Middleton Secondary School. Ich mache diese Woche mein Praktikum hier.« Die alte Frau verschwand wieder unter der Treppe. Lucy wartete. Die Frau kam wieder heraus und versuchte, ihr langes weißes Haar zu ordnen. Sie steckte es auf ihrem Kopf hoch, aber ein Teil davon fiel wieder heraus. Ihre Arme waren sehr dünn. Sie sah Lucy an, aber sie lächelte nicht. »Du bist kein Junge. Nein, ich wollte einen Jungen. Ich habe viele schwere Kisten.« »Hast du der Schule Bescheid gesagt?« »Es spielt keine Rolle. Ich werde es tun. Ich muss alles tun.« Miss Rumble stieß die Tür zum Schrank unter der Treppe auf. »Du kannst hier anfangen.« »Da drinnen?« »Ja, ich werde den Laden verkaufen und ich muss alles rausräumen. Alle Bücher, alles.« Sie senkte den Kopf und sah in den Schrank. »Ich war lange nicht mehr hier. Jahre. All diese Sachen müssen in Kisten, dann kann ich sie wegwerfen.« Lucy ging, um in den Schrank zu schauen. Er war voll mit alten Büchern und Papieren. Zu den Füßen von Miss Rumble standen 2 leere Kisten. »Du kannst mit diesen beiden Kisten anfangen, und ich werde dir noch andere suchen.« Lucy sah Miss Rumble unglücklich an. »Aber ich kann da drinnen nicht stehen.« »Oh, du wirst es schon schaffen.«
Du bist jung. Du wirst es schon schaffen. Lucy seufzte. Sie sah Miss Rumble in die Augen und steckte langsam ihre Kopfhörer wieder ein. Sie nahm die Kisten und ging hinein. Was für ein Job! Zuerst musste sie in diesen hässlichen alten Laden kommen. Jetzt musste sie den ganzen Tag in einem Schrank arbeiten. Sie warf die Kisten auf die Bücher, stellte ihre Tasche auf den Boden, fand ein paar gute laute Musikstücke und begann zu arbeiten. Die Bücher waren sehr alt und sehr uninteressant. Die Geschichte des Tees las Lucy. Der Bauer auf dem Feld, Kochen mit Elektrizität. Sie nahm ein dickes Buch in die Hand. Eine Geschichte des Fischens in Schottland. Auf der Rückseite dieses Buches war ein schwarz-weißes Bild des Autors. Er trug kleine Brillen und hielt einen großen Fisch. »Nicht sehr interessant«, sagte sie zu ihm. »In die Kiste du gehst.« Um 11 Uhr rief Miss Rumble zu ihr. »Ich mache eine Tasse Tee. Willst du auch eine?« Aber Lucy hörte nicht. Ihre Musik war sehr laut. Plötzlich legte sich eine Hand auf ihren Kopf und Lucy sprang auf. Schnell zog sie ihre Kopfhörer aus. Miss Rumble stand über ihr und schrie: »Willst du eine Tasse Tee? Du musst nicht schreien. Warum hast du mich beim ersten Mal nicht gehört?« Ich war: »Oh, es spielt keine Rolle. Willst du eine Tasse Tee oder nicht?« »Ja, bitte. Milch und 2 Zucker.« »Ich habe keinen Zucker.« Miss Rumble drehte sich um, aber Lucy hielt sie auf. »Miss Rumble, hier sind ein paar Papiere mit deinem Namen und einige mit einem anderen Namen, Pelum. Sind das Familiendinge? Soll ich sie zu den Büchern legen?« Lucy hielt die Papiere aus. Miss Rumble nahm sie. »Ich brauche meine Brille, um sie zu sehen.« Sie drehte sich um sie zu suchen. »Nun, meine Brille, meine Brille. Wo habe ich sie hingelegt?« »Sie sind auf deinem Kopf.« »Ah.« Miss Rumble drehte sich zurück und schob ihre Brille auf ihre Nase. »Pelum war der Name meiner Mutter. Ja, ja, ja. Das sind ihre Sachen. Sie ist hier aufgewachsen. Siehst du, ihr Vater, mein Großvater, hat Middleton Books gegründet. Die ganze Familie lebte oben, also sind diese Papiere schon lange hier. Vielleicht ist meine Mutter in den 1970ern gestorben. Du bist seit den 1970ern nicht mehr hier gewesen. Hast du nie daran gedacht, den Laden aufzuräumen?« Miss Rumble ging, um den Tee zu machen. Lucy steckte ihre Kopfhörer wieder ein und nahm ein weiteres Buch. Eine Postkarte fiel heraus. Auf der Postkarte war ein Bild von einem Schiff. Lucy nahm die Postkarte und drehte sie um. »Lieber William, ich habe nette Jungs auf dem Schiff getroffen und ein paar Mädchen. Ich kann es kaum erwarten, New York zu sehen, Edgar.« Sie öffnete das Buch. Es war ein altes Tagebuch. Die Seiten waren gelb und die Schrift verblasst. Es waren viele Dinge in das Tagebuch gesteckt. Kleine Notizen, schwarz-weiß Fotografien, Zugtickets. Es gab ein Foto von 3 jungen Männern am Strand. Daneben standen die Worte: Edgar, Oscar und ich. Brighton, Juli 36. Wer war ich? Lucy sah sich erneut die Rückseite der Postkarte an. Vielleicht war ich William. Sie betrachtete die Gesichter auf dem Foto. War William der mit dem schönen Lächeln? Lucy setzte sich auf den Boden mit dem Buch und begann zu lesen. 27. August. Nur noch 5 Tage. Dann muss ich zurück zur Schule. Ich werde es hassen. 28. August. Ein sehr guter und lustiger Tag. Ich war mit Edgar angeln und er fiel ins Wasser. Ich lachte und lachte.
29. August. Heute ist mein 16. Geburtstag. Also, William, sagte Lucy leise, du bist 16 Jahre alt. 30. August. Was für ein Tag. Heute Morgen gab es einen weiteren Raubüberfall in einem Geschäft in der High Street. Das sind 2 Überfälle in 3 Wochen. Die Polizei war hier und stellte viele Fragen. Sie sagten uns, dass wir unsere Wertsachen verstecken sollen. Ich muss einen Versteckplatz für Ed finden. Hier ist sein Tee. Lucy schlug schnell das Tagebuch zu und nahm die Tasse von Miss Rumble. Trink deinen Tee, dann geh bitte zurück zur Arbeit. Das ist eine Buchhandlung, keine Bibliothek. Es ist ein Schrank, sagte Lucy. Aber Miss Rumble drehte sich um und hörte nicht. Lucy seufzte. Sie öffnete das Tagebuch wieder und drehte zur Seite mit dem Foto der 3 Jungen. William, sagte sie zu dem Jungen mit dem schönen Lächeln, es wird eine lange Woche. Sie schloss das Tagebuch und versteckte es sorgfältig hinter einigen Büchern auf einem oberen Regal. Am nächsten Morgen wartete Lucy unglücklich auf der Straße, dass Middleton Books öffnete. Es war kalt. Sie mochte Miss Rumble nicht und wollte nicht wieder den ganzen Tag im Schrank arbeiten. Es begann zu regnen. Sie blickte nach oben und sah, wie der Regen auf das verblasste Schild über der Tür prasselte. Plötzlich begann sie zu lachen. In sehr kleinen Buchstaben am unteren Rand des Schildes stand Inhaberin Miss G. Rumble. Miss Grumble, lachte Lucy. Die Tür öffnete sich. Das Lächeln verschwand von Lucys Gesicht und sie nahm ihre Kopfhörer heraus. »Hallo, Miss Rumble, es regnet.« Lucy folgte der alten Frau hinein. »Du kannst heute Morgen den Schrank fertig machen«, sagte Miss Rumble. »Aber beeil dich.« Lucy ging in den Schrank. Sie holte Williams Tagebuch hervor. »Guten Morgen, Will. Wie geht es dir heute? Miss Grumble ist heute Morgen sehr glücklich.« »Oh, ja, wusstest du nicht? Das ist mein neuer Name für sie.« Sie legte das Tagebuch zusammen mit ihrer Tasche auf den Boden, steckte ihre Kopfhörer wieder ein und begann zu arbeiten. Um 11:45 Uhr brachte Lucy die letzte Kiste aus dem Schrank. »Da, es ist erledigt. Der Schrank ist leer.« »Was hast du gesagt?« rief Miss Rumble. Sie war in einem kleinen Raum hinten im Laden. »Ich bin fertig.« »Dann ist zu Mittag«, sagte Lucy sehr leise. »Sag nicht Danke, okay, Miss Grumble?« Sie holte ihr Mittagessen aus ihrer Tasche, nahm Williams Tagebuch und suchte einen Platz zum Sitzen. Aber der Laden war voll mit Büchern und Kisten. Es gab keine freien Stühle. Sie wollte nicht in den hinteren Raum mit Miss Grumble gehen. Sie wollte nicht wieder im Schrank sitzen und sie wollte nicht im Regen rausgehen. Hinter dem Tresen stand eine Holzleiter. Lucy kletterte die Leiter hoch und setzte sich auf die oberste Stufe, ihr Mittagessen und das Tagebuch auf ihrem Schoß. Es lag dicker Staub auf den Regalen neben ihr. Mit ihrem Finger zog sie ein kleines Gesicht in den Staub. Sie biss in einen Apfel und öffnete Williams Tagebuch. Sie sagten uns, unsere Wertsachen zu verstecken. Ich muss einen Versteckplatz für Ed finden, las sie wieder. Wer war Ed? War es Edgar? Und warum war er wertvoll? Es war sehr seltsam. Lucy blätterte durch die Seiten des Tagebuchs. Sie fand Edgars Namen immer wieder, aber William schrieb nicht mehr über ein Versteck. Sie blätterte zurück zur Seite für Ende August. Am unteren Rand der Seite sah Lucy plötzlich eine kurze Liste. Geburtstagsgeschenke von der Mutter, Socken von Mary, ein Pfund von Edgar,
Ein Stift vom Vater. First Ed. First Ed, sagte Lucy. Was bedeutet das, Will? Ich muss einen Versteckplatz für Ed finden. Vielleicht meinst du nicht Edgar. Vielleicht ist das Ed. Ed ist das Geschenk deines Vaters. Mit wem redest du? Miss Rumble schaute hinter dem Tresen. Niemand. Lucy schlug schnell das Tagebuch zu. Was machst du da oben? Miss Rumble hielt eine Tasse Tee hoch. Lucy nahm die Tasse und stellte sie auf ein oberes Regal. Es gibt keine Stühle. Miss Rumble trank ihren Tee. Lucy steckte ihre Kopfhörer wieder ein, fand ein Video von Jack Powell auf ihrem Handy und begann es zu schauen. Sie fing an zu lachen. Das Video war sehr lustig. Miss Rumble schaute zu ihr hoch. »Warum lachst du?« Lucy nahm ihre Kopfhörer heraus. »Entschuldigung, was? Worüber lachst du?« »YouTube. Ich schaue ein Video.« Miss Rumble zeigte auf Lucys Kopfhörer. »Musst du immer diese Dinger in deinen Ohren haben?« Lucy seufzte und legte ihr Handy beiseite. Sie aß ihr Mittagessen und schaute auf die Bücher neben sich. »Miss Rumble.« »Ja.« »Gab es einen William in deiner Familie?« Die alte Frau zog ihre Brille ab und sah Lucy mit großen Augen an. »Ja, ja, ja, der war da. Er war der jüngere Bruder meiner Mutter.« »Warum fragst du nach ihm?« Lucy hielt langsam das Tagebuch aus. Wurde Miss Rumble wütend. »Ich habe das gefunden.« Miss Rumble nahm das Buch, setzte ihre Brille auf und sah hinein. Sie gab es Lucy zurück und trank einen Schluck Tee. Lucy wartete, dann sagte sie, »Darf ich es lesen?« »Warum fragst du das? Du hast es doch schon gelesen, oder?« »Ja, Entschuldigung.« Lucy drehte die Seite mit Williams Liste um. »Miss Rumble?« »Ja.« Lucy hielt das Tagebuch aus und zeigte auf die Worte First Ed. Was bedeutet das? Weißt du das? First Ed. Das ist eine erste Ausgabe. Weißt du das nicht? Was bringen sie dir in der Schule bei? Es ist ein Buch, eine der ersten Kopien eines Buches, eine erste Ausgabe. Miss Rumble sah noch einmal auf die Liste. William hatte eine erste Ausgabe, oder? Alte können sehr wertvoll sein. Sie nahm ihre Brille ab. Ich habe sie nie gesehen. Sie blieb nicht in der Familie. Sie trank ihren Tee und ging zurück in den hinteren Raum. Also war Ed einfach nur ein Buch, sagte Lucy zum Tagebuch. Und es ist jetzt weg. Vielleicht hast du es schon lange verkauft. Sie schloss das Tagebuch, holte ihr Handy und fand wieder das Video von Jack. Sie wollte das Tagebuch ins Regal stellen, aber es fiel ihr aus der Hand und fiel auf den Boden. Schnell kletterte sie von der Leiter, um es zu holen. Das Tagebuch war offen. Auf der Seite waren 2 Bilder. »Oh, Will, du hast die Buchhandlung gezeichnet. Hier ist der Eingang des Ladens mit dem Schild. Und da sind die Regale und der Tresen.« Lucy las die Worte neben den Bildern. 23. Dezember. Ich bin im Laden und sitze, Sie wollen nur auf Ihre Computer und diese Dinge schauen. Sie zeigte auf Lucys Handy. »Das ist nicht wahr«, wiederholte Lucy. »Jack Powell. Ich folge ihm auf YouTube. Er hat ein Buch geschrieben. Und nächste Woche wird es in den Buchhandlungen erhältlich sein. Viele Leute werden sein Buch kaufen. YouTube. Leute kaufen Bücher. Sie kommen nur nicht hierher. Leute wollen nicht hierher kommen, weil es dunkel und staubig ist. Alles ist unordentlich.« Lucy hielt das Tagebuch wieder aus. Dieser Laden war früher glücklich und hell, jetzt ist er alt und tot. Und bald werde ich auch tot sein.
Also spielt es keine Rolle, oder? Miss Rumble war jetzt wütend. Ihr jungen Leute, ihr wisst alles, nicht wahr? Ihr seid erst einen Tag hier und wisst schon alles. Sie begann wegzugehen. Lucy kam von der Leiter herunter. Ich weiß das. Du könntest die Kunden zurück in diesen Laden bringen. Du könntest ihn sauber und ordentlich machen und schön und hell. Du könntest ihn wieder zu einem glücklichen Ort machen. Miss Rumble drehte sich wütend um. Na gut, dann mach das. Du bist hier bis Freitag, oder? Du hast also noch 3 Tage. Lucys Mund fiel auf. Was? Du kannst die Dinge ändern. Mach die Buchhandlung neu und modern. Mach sie sauber und ordentlich und schön und hell. Du wirst sehen, die Kunden werden trotzdem nicht kommen. Lucy erinnerte sich an den hellen Laden in Williams Tagebuch. Okay, ich werde es tun. Am Mittwochmorgen stand Lucy mit einer großen schwarzen Tasche vor Middleton Books. Um 9 Uhr öffnete Miss Rumble die Haustür. Sie zeigte auf die Tasche in der Hand des Mädchens. Was ist da drin? Du hast nichts gekauft, oder? Murrte sie. Ich kann dir kein Geld geben. Ich habe keins. Lucy ging hinein. Guten Morgen, Miss Rumble. Sie war froh, bei der Arbeit zu sein. Es würde ein interessanter Tag werden. Sie nahm ihre Kopfhörer heraus und hielt die Tasche hoch. Das sind Dinge, die ich ins Schaufenster stellen kann. Ich habe sie nicht gekauft. Ich habe sie von zu Hause mitgebracht. Ich habe einige wunderbare alte Bilder im Internet gefunden. Ich habe Stoffstücke und eine alte Lampe. Sie stellte die Tasche vorsichtig auf den Tresen. Das ist mein erster Job. Ich werde das Schaufenster reinigen und eine schöne Ausstellung machen. Dein Job ist mein Job? Ja, ich kann nichts ändern ohne deine Hilfe. Nein. Gut, gut. Die alte Frau murrte. Einige Bücher in diesem Laden werden niemals verkauft. Sie sind schon seit Jahren hier. Es wird am Freitag nicht regnen. Also können wir einen Tisch draußen aufstellen und diese Bücher sehr billig verkaufen. Das wird Kunden in den Laden bringen und der Laden wird ordentlicher sein. Lucy warf die Hände in die Luft. Niemand kann hier drin arbeiten mit all diesen Büchern und Kisten auf dem Boden. Am Freitag werden wir alle Bücher in Kisten draußen stellen. Aber einige Bücher in den Kisten könnten wertvoll sein. Dann finde diese und stelle sie wieder ins Regal. Es ist deine Aufgabe, die Bücher zu sortieren. Am Freitag bleiben die Bücher im Regal und die, die in den Kisten sind, gehen. Miss Rumble sah das junge Mädchen an. Du brauchst kein Praktikum, murrte sie. Du bist schon die Chefin. Das stimmt. Lucy lächelte. Ich bin die Chefin. Sie steckte ihre Kopfhörer wieder ein und fand Musik, also machte sie sich an die Arbeit. Den ganzen Mittwoch über reinigte und ordnete Lucy den Laden. Sie nahm die alte Ausstellung aus dem Schaufenster, wusch das Glas und reinigte den Staub und die toten Fliegen. Sie machte eine neue Schaufensterausstellung mit langen Stücken schwarzem und grünem Stoff, einigen interessanten Büchern aus dem Laden, Bildern aus den 1930er Jahren und der alten Lampe. Sie fand ein altes Radio im Hinterzimmer und stellte es auch ins Schaufenster. Am Nachmittag ging Miss Rumble nach draußen, um sich die Ausstellung anzusehen. Lucy folgte ihr. Miss Rumbles Mund öffnete sich. Oh, es ist nicht modern. Nein, sagte Lucy. Es gibt eine moderne Buchhandlung im Einkaufszentrum.
Die Stadt braucht keine weitere. Einige Leute werden diese Schaufensterausstellung mögen. Sie ist aus den 1930ern. Siehst du, sie ist cool. Alles Alte ist wieder neu. Um 4:45 am Donnerstagnachmittag brachte Miss Rumble 2 Tassen aus dem Hinterzimmer. Hier ist dein Tee. Lucy war auf der Leiter. Oh, danke. Ich bin fast fertig hier. 1 Minute später kam sie herunter. Fertig. Sie nahm ihre Kopfhörer heraus. Es war ein großer Job, all diese Regale abzustauben. Ich bin müde. Sie setzte sich auf eine Stufe der Leiter und schaute sich den Laden an. Alles war an seinem Platz. Alles war sauber und ordentlich. Es gab viele Kisten mit Büchern neben der Tür, aber keine Bücher auf dem Tresen. Es lagen keine Bücher auf dem Boden. Die leeren Stühle standen jetzt in den Ecken des Raums. Die kleinen Tische hatten kleine Buchausstellungen auf ihnen, und das Licht schien hell auf die sauberen Holzregale. Lucy nahm Williams Tagebuch vom Tresen und zeigte Miss Rumble die Bilder von dem Laden. Siehst du, er war früher wunderbar. Ich weiß, ich erinnere mich. Die alte Frau murrte. Ich bin in diesem Laden aufgewachsen, weißt du? Sie schaute sich den sauberen Tresen und die ordentlichen Regale an. Du hast gute Arbeit geleistet, sagte sie. Aber ich sehe keine Kunden. Sie ging, um sich ruhig in eine Ecke zu setzen. Lucy steckte ihre Kopfhörer wieder ein und hörte Jack zu. Sie begann leise zu lachen. In ihrer Ecke seufzte Miss Rumble. Lucy drehte langsam die Seiten des Tagebuchs. Es gab einige leere Seiten. Dann sah sie auf der letzten Seite eine seltsame Notiz. EDEXNOBDROCDKSBCSXRKCDSXQC. Was bedeutet das? Will? Lucy zog ihre Kopfhörer heraus. Ich kann nur das erste Wort verstehen, Ed. Geht es um die erste Ausgabe? Sie betrachtete die Buchstaben sorgfältig. Ja, oder? Ist es ein Code? Will, ein Code, um sich an den Versteckplatz des Buches zu erinnern? Ich bin sehr müde, sagte Miss Rumble. Sie stand auf und ging zur Tür. Ich werde den Laden heute früher schließen. Ich sehe dich morgen. Aber beeil dich. Du kannst das morgen lesen. Am Freitagmorgen kamen einige Kunden in den Laden. Lucy sah die erste Frau durch das Fenster. Sie schaut sich die Ausstellung an, sagte sie zu Miss Rumble. Jetzt hat sie mein Schild gesehen. Draußen, neben der Tür, stand ein langer Tisch mit Büchern darauf und einem hellen Schild. Billige Bücher, nur heute. Die Frau schaute sich die Bücher auf dem Tisch an. Sie kam zur Tür und schaute in den Laden. Sie sah Lucy und lächelte. Dann sah sie Miss Rumble und eilte schnell davon. Ein weiterer Kunde, ein Mann, schaute sich die Bücher auf dem Tisch an. Er nahm ein Buch und sah es sich an. Aber Miss Rumble stand an der Tür und beobachtete ihn, und er ging bald weg. Lucy sagte fröhlich, er hat es fast gekauft. Aber er hat es nicht, oder? Miss Rumble ging in den Hinterraum. Lucy seufzte. Sie steckte ihre Kopfhörer wieder ein und holte Williams Tagebuch heraus. »Es ist mein letzter Tag hier, Will«, sagte sie. »Nach heute wird es nur noch dich und Miss Grumble geben. Entschuldigung.« Sie öffnete das Buch auf der Seite mit dem Code. »Ich werde deine erste Ausgabe nicht finden.« Das weiß ich. Aber sie wollte versuchen, den Code zu lösen. Es gab ein Geräusch und Lucy schaute auf. Eine große Frau kam in den Laden. Sie lächelte Lucy an. »Weißt du, ich war schon jahrelang nicht mehr in diesem Laden. Ich wohne jetzt nicht mehr in Middleton.
Ich bin nur zu Besuch, aber ich bin hier aufgewachsen. Sie lachte. Ich hasste diesen Laden. Es war die einzige Buchhandlung in der Stadt. Meine Mutter brachte mich oft hierher. Und da war diese grimmige alte Frau. Oh, das stimmt. Ich erinnere mich jetzt. Wir nannten sie Miss Grumble. Die Frau lachte laut. Miss Rumble kam plötzlich aus dem Hinterraum. Sie war sehr wütend. »Ich kann euch hören, wisst ihr?« Die Frau eilte aus dem Laden. Miss Rumble folgte ihr zur Tür. Grumble. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Früher kamen Kinder oft an die Tür und riefen »Hallo, Miss Grumble« und rannten schnell weg. Lucy sagte leise, »Du bist sehr grimmig.« Miss Rumble drehte sich zu ihr. »Was gibt es da, um glücklich zu sein? Mein ganzes Leben habe ich in diesem Laden gearbeitet. Ich habe die Kunden langsam weggehen sehen. Von diesem Laden, von allen Läden in der High Street. Niemand will jetzt hierher kommen.« »Vielleicht tun sie das nicht«, sagte Lucy. Sie fing auch an, wütend zu werden. Eine Woche mit der alten Frau war eine lange Zeit. Aber es liegt nicht daran, dass sie keine Bücher kaufen wollen. Es liegt nicht daran, dass der Laden nicht sauber oder ordentlich war. »Warum hast du diesen Laden? Du magst keine Leute, oder? Was redest du da? Du bist von Anfang an grimmig zu mir gewesen. Du magst keine anderen Leute. Du kannst nicht reden.« »Was soll das bedeuten? Du mit deinen Kopfhörern die ganze Zeit. Magst du Leute? Ich meine echte Leute, nicht Leute auf YouTube. Die sind real. Jack Powell ist real.« »Jack Powell? Wolltest du mit mir sprechen?« »Nein. Du hast deine Kopfhörer eingesteckt und die echte Welt ausgeblendet.« Sie sah plötzlich das Tagebuch in Lucys Hand. »Oh, warte mal, ich habe es vergessen. Du hast mit einer Person gesprochen, einem toten Jungen.« »Ich wollte nicht mit dir reden«, schrie Lucy. »Hast du nicht?« Dann stoppte sie. »Warte, warum hast du William einen toten Jungen genannt?« »Weil er nie ein Mann war.« »Was?« Lucy verstand nicht. William starb im Winter nach seinem 16. Geburtstag. Er starb. Lucy schaute auf das Buch in ihrer Hand. »Oh«, sagte sie leise. Sie setzte sich langsam hinter den Tresen und öffnete das Tagebuch auf dem Foto der 3 Jungen. »Also hast du ihn nie gekannt?« »Nein.« Lucy schaute traurig auf das Lächeln von William. Sie blätterte durch die Seiten des Tagebuchs und betrachtete all die Dinge, die dort festgeklebt waren. Sie strich mit der Hand über die verblasste Schrift. Die letzten Monate seines Lebens. H. Miss Rumble ging, um sich in die Ecke zu setzen. Lucy kam zu den leeren Seiten am Ende des Buches und sie wollte weinen. Dann erinnerte sie sich an Williams Code. Sie drehte schnell zur letzten Seite. »Du hast die erste Ausgabe versteckt«, sagte sie sanft zu ihm. »Aber dann bist du gestorben. Hat deine Familie das Buch gefunden oder ist es immer noch an seinem Versteck?« Sie schaute auf den Code. »Du hast die Buchstaben der Worte in andere Buchstaben geändert, oder? Du hast ein Substitutionsalphabet gemacht. Das war leicht zu verstehen. Aber wie viele Plätze haben sich die Buchstaben bewegt? Was ist der Schlüssel?« Lucy schrieb schnell das Alphabet auf ein Stück Papier und versuchte, ein Substitutionsalphabet zu finden. Sie bewegte die Buchstaben des Codes um 3 Stellen im Alphabet, aber es war nicht richtig. Dann versuchte sie 5 Stellen, aber sie konnte es nicht lösen. »Warte mal,
Du hast den Code im Tagebuch geschrieben. Vielleicht ist der Schlüssel zum Code dort auch. Sie blätterte schnell durch die Seiten, aber konnte ihn nicht finden. Vor dem Buch war eine Liste mit Namen und Zahlen daneben, aber Lucy brauchte keine Zahlen. Sie brauchte Buchstaben. Sie schaute sich die Liste an. Vielleicht war es eine Liste von Telefonnummern, aber es war ein Name ohne Zahl. Thomas Edison. Was? Rief sie. Thomas Edison, der berühmte Erfinder. Will, hast du Thomas Edison gekannt? Miss Rumble stand auf. Was schreist du da, du seltsames Mädchen? Warte mal, könnte Will ihn gekannt haben? Wann ist Thomas Edison gestorben? Miss Rumble, hast du Bücher über Thomas Edison? Wer? Lucys Mund fiel plötzlich auf. Ed ist an, Ed ist an. Könnte das Wort Edison der Schlüssel sein? Wenn I.O. ist, Lucy zählte die Stellen zwischen den beiden Buchstaben im Alphabet. 10. Sie zählte die Stellen zwischen D und N. 10. Ich muss die Buchstaben im Code um 10 Stellen zurückbewegen. Sie schrieb schnell das Alphabet wieder auf und dann schrieb sie neue Buchstaben darauf. Dann änderte sie die Buchstaben in Williams Satz. Ed unter der Treppe in Hastings. Ich habe es gelöst. Ed ist unter der Treppe in Hastings. Aber was bedeutete es, Miss Rumble? Hastings ist eine Stadt, oder? Hastings? Ja, am Meer, in der Nähe von Brighton. Hast du noch dieses Buch über Edison? Oh nein, Entschuldigung. Miss Rumble ging, um das Buch wieder ins Regal zu stellen. Hat Williams Familie ein Haus dort? Fragte Lucy. Wo? In Hastings. Nein, nein, meine Mutter hat mir nie von einem Haus in Hastings erzählt. Sieh, da draußen sind 2 Frauen am Tisch. Ich gehe, sagte Lucy. Du bleib hier. Die beiden Frauen kauften 5 Bücher. Dann kamen noch 3 Kunden. Lucy lächelte und lachte mit ihnen, und ihr freundliches Gesicht half ihr, noch 7 Bücher zu verkaufen. Die Kunden gingen weg und Lucy hörte einen Mann sagen, »Diese Bücher sind billig. Wir müssen es allen erzählen.« Bald kamen viele Kunden. Einige Leute kauften 2 oder 3 Bücher. Ein Mann kaufte eine Kiste Bücher. Lucy nahm das Geld und ging nach drinnen. Die Hälfte der Bücher sind weg, sagte sie zu Miss Rumble und ging schnell wieder nach draußen. Eine Frau am Tisch hielt ein sehr kleines Buch hoch. »Mein Mann wird das mögen«, sagte sie zu Lucy. »Fischen am Fluss Tweed.« Auf dem Buch war ein Bild des Autors. Er trug kleine Brillen und hielt einen großen Fisch. Unter dem Bild stand der Name des Autors, Gerald Hastings. Lucy warf die Hände in die Luft und die Frau ließ das Buch fallen. »Hastings ist kein Ort«, sagte Lucy. »Es ist eine Person.« Lucy schaute schnell auf alle Bücher auf dem Tisch. »Oh, wo ist es? Wo ist es?« Die Kundin eilte weg. Miss Rumble kam zur Tür. »Was ist los?« Lucy rannte, um Williams Tagebuch zu holen. Sie zeigte Miss Rumble den Code. »Ich habe es gelöst.« William hat das Buch unter der Treppe in ein anderes Buch versteckt. Ein großes, dickes Buch über das Fischen. Eine Geschichte des Fischens in Schottland. Der Autor dieses Buches war Gerald Hastings. Ich habe das Buch an meinem ersten Tag hier gesehen, aber jetzt kann ich es nicht finden. Und vielleicht ist die erste Ausgabe noch darin. Es gab einige Kisten mit Büchern auf dem Boden unter dem Tisch. Lucy schaute schnell in sie hinein. »Hast du das Buch nicht herausgenommen?« Sie wartete nicht auf eine Antwort. »Oh nein, ich habe es nicht verkauft, oder?«
Lucy und Miss Rumble suchten in allen Kisten, aber sie konnten das Buch nicht finden. Lucy ging wieder in den Laden. Könnte es auf den Regalen sein? Miss Rumble folgte ihr. Nein, ich habe keine Bücher aus deinen Kisten genommen. Lucy hatte Williams Tagebuch. Unglücklich stellte sie es auf den Tresen. Also werden wir es nie wissen, sagte Miss Rumble. Ich werde uns eine schöne Tasse Tee machen. Sie ging in den Hinterraum. Lucy, hier ist eine Kiste. Lucy rannte zum Hinterraum und sah sich die Bücher in der Kiste an. Plötzlich sah sie das Gesicht von Gerald Hastings. Hier ist es, das ist es. Sie nahm das Buch heraus, trug es in den Laden und stellte es auf den Tresen neben Williams Tagebuch. Miss Rumble folgte ihr schnell. Langsam öffnete Lucy das Buch. »Frank Frankenstein«, sagte Miss Rumble. Es war ein Loch in den Seiten von »Eine Geschichte des Fischens in Schottland«. Im Loch war ein kleineres Buch, eine Kopie von Frankenstein. Vorsichtig nahm Lucy das Buch heraus und öffnete es auf der ersten Seite. Erstausgabe 1818 las sie. Sie gab das Buch Miss Rumble. Miss Rumbles Mund war offen, aber sie sagte kein Wort. Lucy holte ihr Handy heraus und öffnete eine Internetseite. Sie suchte nach einer Erstausgabe von Fach In, Frankenstein. Sie fand eine. Miss Rumble. Vor 2 Jahren wurde eine Erstausgabe von Frankenstein für fast $45.000 verkauft. Miss Rumble musste sich setzen. Lucy sah auf die Uhr. Es war 1:55. Ich muss gehen. Miss Rumble ging mit ihr zur Tür. Sie hielt immer noch die Kopie von Frankenstein. Auf Wiedersehen, Miss Rumble. Es war eine interessante Woche, nicht? Ja, war es. Danke, Lucy. Lucy ging nach draußen und drehte sich um Miss Rumbles Namen auf dem Schild zu sehen. Ich wollte dich fragen, G. Rumble, was ist dein Vorname? Es ist Ginger, Lucy lachte. Aber das ist ein wunderbarer Name. Ginger Rogers war der Lieblingsfilmstar meiner Mutter. Ginger Rumble, sagte Lucy. Es ist ein wunderbarer Name. Auf Wiedersehen, Miss Rumble. Die alte Frau sah ihr nach. Dann ging sie nach draußen und sah sich das Schild an. Zum ersten Mal seit sehr langer Zeit lächelte Miss Rumble. 3 Wochen später setzte sich Lucy an den Computer, um Jack Powells neues Video anzusehen. Mein Buch verkauft sich wirklich gut, sagte er. Danke euch allen. Und jetzt könnt ihr mich treffen. Am 4. Mai bin ich bei Reed's Books in Hotham. Und diesen Samstag bin ich bei Ginger Rumbles in Middleton. Was? Sagte Lucy. Es kann nicht Miss Rumbles Buchladen sein, oder? Am Samstag um 10 Uhr ging Lucy in den Buchladen. Über der Tür hing ein neues, helles Schild, Ginger Rumbles, und eine Reihe junger Leute wartete entlang der Straße. Einige Leute hatten bereits ein Exemplar von Jacks Buch. Drinnen im Laden war eine große Menschenmenge. Miss Rumble stand am Tresen und neben ihr stand Jack Powell. »Miss Rumble«, rief Lucy. »Oh, komm her, Mädchen«, rief Miss Rumble. »Ich brauche Hilfe.« Lucy ging hinter den Tresen und traf Jack. »Ah«, sagte er, »du bist Lucy. Ich habe von dir gehört.« Sie stand neben ihm und machte ein Foto. »Beeil dich, sagte Miss Rumble. Es warten Leute. Lucy lachte. Der Laden hat sich verändert, aber du nicht, Miss Rumble. Sie half bei den Kunden. Die Leute kauften Jacks Buch. Dann gingen sie zu ihm, um mit ihm zu sprechen und Fotos zu machen. »Miss Rumble,
»Hast du Jack gebeten, hierher zu kommen?« fragte Lucy. »Ja, ich erinnere mich an seinen Namen. Ich habe seinen Verlag angerufen und er war glücklich zu kommen. Ich kenne einige andere YouTuber«, sagte Jack. »Sie haben auch Bücher geschrieben. Ich werde Ihnen von diesem Laden erzählen. Es ist cool.« Lucy lächelte. »Es ist wunderbar, den Laden voller Leute zu sehen, nicht wahr, Miss Rumble?« »Es ist sehr laut. Ich habe die ganze Woche viele Kunden gehabt. Ich werde samstags Hilfe brauchen.« Sie schaute Lucy an. »Willst du einen Job?« Lucy lächelte. »Ja, möchte ich, aber ich muss erst meine Eltern fragen.« Williams Tagebuch lag auf dem Tresen. Oben darauf lag ein neues Handy. »Ich werde Sie fragen«, sagte Miss Rumble. Sie nahm das Handy. »Wie ist Ihre Nummer?«